Für welche Situationen im Unternehmen ist ein Interimsgeschäftsführer die beste Lösung? Diese und noch weitere Fragen wollen wir mit unserem Experten in der heutigen Sendung klären. Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio. Heute zum Thema: Für welche Situationen ist ein Interim-Geschäftsführer die beste Lösung? Weshalb als Unternehmen überhaupt einen Interimsgeschäftsführer oder Interims-CEO einsetzen? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen. Martin Schneider, Inhaber der Brainforce-Gruppe und Geschäftsführer der Brainforce GmbH Deutschland. Hallo Herr Schneider, schön, dass Sie wieder mein Gast sind. Guten Tag. Herr Schneider, weshalb setzen Unternehmen einen Interimsgeschäftsführer oder auch Interims-CEO ein? Ich sehe eigentlich 5 Gründe hierzu. Punkt 1, es geht um eine Übernahme einer Führungsverantwortung in einer Sondersituation. Sondersituation, sei das ein Wachstumsfall, ein Change-Fall, ein Kontraktionsfall im Unternehmen und überall dort, wo eigentlich eine Unabhängigkeit gefordert wird und wo eben politische Elemente mitspielen und eben ein Interimsgeschäftsführer heilig hier außerhalb der Politik stehen kann. Dann Punkt 2, Überbrückungssituationen. Beispielsweise der Geschäftsführer ist kurzfristig freigestellt worden, hat gekündigt, es ist ein Unfall passiert oder ist sogar gestorben. Fall 3, Restrukturierungsfall. Nehmen wir mal beispielsweise die Automobilindustrie, die in einer sehr harten Transformationsphase ist, oder eben eine Sanierung eines Unternehmens. Punkt 4, Integrationsfälle. Beispielsweise hat ein Private Equity Unternehmen eine Firma übernommen und würde sie nachher verschmelzen mit einer bestehenden Firma. Oder eben eine Devistition, Verkauf eines Unternehmens. Und last but not least, auch geografische Gründe spielen eine Rolle, ob das jetzt zum Beispiel in China, in Russland oder in Südafrika oder auch sonst wo eben eine Geschäftsführerrolle notwendig ist. Herr Schneider, was sind denn auffällige Vorbehalte für die externe Interimslösung als Geschäftsführer und stattdessen eine interne Interimslösung zu wählen? Es ist natürlich immer, diese Fragen hat man und es gibt Ängste. Wieso soll ein Fremder, der ins Unternehmen kommt, nur einige Monate da ist, das Vertrauen der Mitarbeiter gewinnen? Wie kann er was verändern, wenn er bald wieder weg ist? In der Praxis lösen sich all diese Argumente in Luft auf. Und da sind aus meiner Sicht 3 Gründe dazu. Punkt 1, die Unabhängigkeit. Ein Interimsgeschäftsführer steht außerhalb der Politik, was oft eben einen ganz, ganz wesentlichen Vorteil hat. Damit erhält er in den allermeisten Fällen ein hohes Vertrauen der Belegschaft. Er kommt ja schließlich, um zu helfen. Punkt 2, die passgenaue Auswahl. Es geht um ein ganz spezifisch definiertes Zeitfenster, um eine spezifische Situation, um eine Sondersituation. Und Punkt 3, ein Interims-CFO, CEO, Geschäftsführer, der kommt mit einer breiten, langjährigen Erfahrung von 10 bis 20 Jahren. Aber Sie sagen es ja schon, ein Interimsgeschäftsführer kommt kurzfristig ins Unternehmen. Wie würden Sie aus Ihrer Erfahrung jetzt die Akzeptanz im Unternehmen beschreiben? Gibt es da auch manchmal Probleme? Nein, erstaunlicherweise nicht. Also es ist wirklich so, dass die Akzeptanz praktisch immer sehr hoch ist. Er kommt ja mit einer Unabhängigkeit, er kommt ohne Historie im Unternehmen. Er kommt nicht, um jemandem den Job wegzunehmen, sondern er kommt, um eigentlich eine Leistung zu bringen und eben einen Erfolg hinzukriegen. Man könnte meinen, dass bei Personalabbausituationen es potenzielle Friktion geben könnte. In der Realität sehen wir aber, dass ein Interim-Manager mit entsprechender Erfahrung eigentlich sogar den Job viel besser lösen kann als ein bestehender Amtsinhaber. Sie betonten ja in Gesprächen vorher immer die Passgenauigkeit eines Interimsgeschäftsführers. Wie kann ein Unternehmen jetzt sicherstellen, dass es genau den richtigen Interimsmanager einsetzt?
Eine Voraussetzung hierzu ist natürlich schon das Verständnis der Situation, der Ausgangslage, ob es Projekt- oder Linienaufgaben zusätzlich gibt, ob es andere spezifische Hintergründe gibt für diese aktuelle Situation. Ist es eine Vakanz oder eine Change- oder Transformationssituation? Ein Provider, ein Dienstleister für Interim-Management-Dienstleistungen bringt natürlich einen konkreten Mehrwert, weil er hat einerseits eine breite Erfahrung mit solchen Fällen, kann deshalb den Kunden vertieft beraten und auch die bessere Vorauswahl treffen von möglichen Kandidaten. Also er ist mit anderen Worten eben auch in einer Sparringpartnerrolle zum Unternehmen, zu den Entscheidern des Unternehmens. Und letztlich ist es eben der Fokus, die Prioritäten, die Ziele, die dann bei der Auswahl eine Rolle spielen. Was sind denn typischerweise die Kriterien für einen geeigneten Interimsgeschäftsführer? Ein Interimsgeschäftsführer, Interim-CEO ist eigentlich ein Unternehmertyp und er muss passen zur entsprechenden Unternehmenskultur, zu den Mitarbeitern. Man muss also eine 360-Grad-Betrachtung machen, Vorgesetzte, Kollegen, Mitarbeiter. Er muss sich eigentlich so verhalten können, wie wenn er im Unternehmen investiert wäre, weil das gibt ihm eben die entsprechende Kraft auch, um die richtigen Lösungen hinzukriegen, die richtige Energie zu haben und die richtige Durchsetzungskraft. Er muss authentisch sein im Auftreten, er muss stufengerecht kommunizieren können, er muss eine gewinnende, positive Ausstrahlung haben und er muss vor allem auch die Verbindlichkeit leben. Er muss fordern und fördern. Er muss konsequent sein in seinem Handeln. Und er muss wirklich sehr viel leisten, lange Tage, nicht 9 bis 5, keine Work-Life-Balance. Aber oft hört man ja zum Beispiel, dass ein Interimsgeschäftsführer eine der teuersten Lösungen ist. Die Tagessätze seien unglaublich hoch. Stimmt das überhaupt? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Es ist sicher so, dass bei der Beratung hohe Ansätze üblich sind, aber eben nicht im Interim-Management. Wenn man die Seniorität, die man erhält von einem guten Interim-Manager, die Führungskompetenz, die Praxiserfahrung, dann ist der wesentlich günstiger. In Deutschland ist die Halbwertszeit eines Geschäftsführers etwa 3 Jahre, statistisch gesehen, obwohl in der Regel 5-Jahres-Verträge abgeschlossen wurden. Und wenn man das alles richtig rechnet, kommt man eigentlich zum Schluss, dass ein Interim-Manager sogar die günstigere Lösung sein kann. Ich würde so als Faustregel sagen, dass ein Jahresgehalt von 250.000 € einem Tagessatz entspricht oder zu vergleichen ist mit einem Tagessatz von 1.600 €, wenn man eben die entsprechenden Urlaubs- und Abfindungskomponenten mit einberechnet. Und wenn man Einsätze in Übersee anschaut, dann ist die Rechnung sogar noch viel günstiger für den Interim-Manager. Also der Kunde kriegt einen hohen Return on Investment mit einem Interim-Manager. Herr Schneider, können Sie für unsere Zuschauer nochmal die 3 wichtigsten Punkte zusammenfassen, wenn es um die Suche und auch das Finden eines Interimsmanagers geht? Also es geht sicher darum, meistens um eine Vakanzüberbrückung. Entsprechend geht es darum, dann auch die Situationsanalyse gemacht zu haben. Dann Punkt 2, eine Veränderungssituation, ob es eine Restrukturierung oder eine Sanierung ist. Und drittens um einen Fall, wo Integration oder Devisitition eine Rolle spielt, sei das jetzt auch in einem Start-up-Umfeld oder eben in einer Business Unit mit 500 bis 1000 Mitarbeitern oder eben sogar bei einem Unternehmen mit über mehreren tausend Mitarbeitern. Herr Schneider, wenn unsere Zuschauer jetzt noch Fragen haben zum CEO oder auch eine Beratung von Ihnen wünschen, wohin dürfen die sich wenden? Sie können sich jederzeit an unser Unternehmen wenden, 724. Wir sind stets für Sie da. Sie können uns anrufen, Sie können uns E-Mail schreiben. Wir werden mit Ihnen Ihre Situation besprechen, Ihre Bedürfnisse versuchen zu verstehen und werden Ihnen in kürzester Zeit, in Tagen, eine perfekte Lösung auf den Tisch legen mit Kandidaten, die was können und die Sie weiterbringen werden.
Dann bedanke ich mich vielmals, dass Sie heute zu diesem Thema wieder Gast bei mir im Studio waren, Herr Schneider. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, wie sieht's aus? Benötigen auch Sie einen CEO? Oder wenn Sie zusätzliche Fragen haben, dürfen diese auch selbstverständlich unten in die Kommentare stellen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal hier im Ratgeberstudio.